Ein Blick in das Innere des Leimtopfes. So sieht er aus, wenn der Leim gequollen ist und dann in dem Topf warm gemacht wurde. Aber welche Konsistenz sollte jetzt der Warmleim haben, damit er genau die richtige Dicke hat, wenn wir ihn verarbeiten wollen? Dazu nehme ich einen Pinsel und mache den Ablauftest. Ich lasse den Pinsel wieder in den Topf laufen und dabei sollte sich auf der Oberfläche ein kleiner Krater bilden, eine kleine Delle. Und in dieser Delle muss eine kleine Pyramide entstehen, also wie bei einer Kleckerburg am Strand. Er darf nicht komplett gleich verlaufen, dass nichts zu sehen ist, sondern ich brauche eine kleine Delle, eine kleine Vertiefung, und in dieser Vertiefung baut sich der nachtropfende Leim zu einer kleinen Kleckerburg-Pyramide auf. Dann habe ich den richtigen Wasseranteil des Leimes und kann ihn gut verarbeiten. So, ist er zu dünn, leimt er nicht richtig, weil ich einfach zu wenig Material auf meine Verbindung bekomme. Ist er zu dick, dann schmiert es und er wird fest. Also hier ist es wichtig, wirklich die richtige Konsistenz zu beachten. Dann kann bei der Verarbeitung nicht mehr viel schief gehen. Ich habe hier einen Milchtopf aus Edelstahl, der steht auf meinem kleinen Kocher. Und hier habe ich einen traditionellen Leimtopf aus Gusseisen mit einem Einsatz. Hier kommt der Leim herein, dann fülle ich den bis zur Hälfte mit Wasser und stelle ihn auf meinen Kocher. Die Einsätze von Leimtöpfen waren hier zum Beispiel ein gusseisernen Topf mit einem gusseisernen Einsatz, aber damit der Leim nicht mit dem Eisen in Verbindung gerät, waren die innen drin immer verzinkt. Hier ist die Verzinkung beschädigt, der ist also so nicht mehr geeignet, um Leim warm zu machen. Die guten Töpfe, die es heute gibt, die haben einen Kupfereinsatz, das ist ein super Material. Man kann auch Edelstahl nehmen, aber Kupfer wird halt auch schneller warm. Die Erhitzung des Warmleims sollte im Bereich zwischen 50 und 60 Grad liegen. Höher darf es nicht sein, dann zersetzt sich oder dann gefährden wir die Leimkraft und der Leim wird unbrauchbar für uns. Wie erreiche ich das? Ich habe die kleinste Stufe meines Kochers eingestellt und ich habe den Kocher über eine Zeitschaltuhr angeschlossen, ganz normale kleine Zeitschaltuhr, und die habe ich so programmiert, dass sie eine halbe Stunde an ist, halbe Stunde an, halbe Stunde aus. So habe ich mir ausprobiert, dass ich gewährleisten kann, dass der Leim im Bereich zwischen 50 und 60 Grad bleibt. So, jetzt kommen wir zu der nicht unwichtigen Geschichte, welche Pinsel kann ich denn verwenden, wenn ich mit Warmleim arbeite. Was ihr auf jeden Fall nicht tun solltet, sind solche Pinsel mit einer Metallzwinge. Auch Holzstäbchen, die gerbstoffhaltig sind oder harzhaltig, solltet ihr möglichst nicht, was heißt möglich, ihr solltet sie nicht verwenden. Punkt. Also Eiche fällt aus, Lärche fällt aus, Kiefer, Fichte, alles diese Hölzer, die haben Gerbstoffe. Buche, Linde ist super, auch Ahorn würde gehen, wenn man jetzt so ein Holz hat, um irgendwo Leim anzugeben, einen kleinen Spachtel, auch Furnierstreifen, um manchmal irgendwie in feine Ritzen zu kommen. Es gibt in jedem Supermarkt, beim Backshop oder bei den Backutensilien solche Pinsel, so eine Backpinsel. Die gehen gut, die sind aus Buche, haben hier solche Haare. Ich verwende die sehen dann irgendwann so aus. Ja, man kann sie kaum noch erkennen, aber sie funktionieren wunderbar. Man kann sich auch die Borsten ein bisschen abschneiden, wenn man sie ein bisschen härter haben will und nicht so weich. Was ihr hier seht, das ist von einem Lindenbaumstamm abgemachte Rinde. Wir haben außen die Borke, innen die Bastschicht. Und was wirklich gut funktioniert, sind diese Bastpinsel. Man schneidet sich ein passendes Stück zurecht. Wie komme ich jetzt daran? Ich nehme mir mein Rindenstück, was ich mir zugeschnitten habe, schneide es hier zwischen Bast und Borke auf. Erhalte dann zwei Teile, das können wir wegschmeißen, das möchte ich haben. Der ist sehr langfaserig und eignet sich gut, um Pinsel herzustellen. Wie ihr seht,
Ja. Was mache ich? Ich weiche mir den Pinsel ein in Wasser. Dann merke ich schon, hier wird es weich. Ja, er bricht nicht mehr. Wenn er trocken ist im Zustand, kann ich ihn brechen. Jetzt wird er weich, beweglich. So wollen wir ihn haben. Der weicht jetzt erst so eine halbe Stunde ungefähr ein. Das ist noch nicht so lange. Ich will es euch aber trotzdem zeigen. Ich werde ihn mal ein bisschen weich klopfen. Und dann kann man hier schon die feinen Haare erkennen. Morgen früh wird es ein super weicher Pinsel werden. Und wie er dann nach der Verwendung oder im Gebrauch aussieht, zeige ich dir mal an dem Beispiel dieses Prachtexemplar. Hier ist der Leim dran und hier außen habe ich meine Haare und damit mit dem Bereich, viel mehr muss es gar nicht sein, das sind so nicht mal 1 Zentimeter, was wirklich so eine Haare hat. Damit kann man wunderbar den Leim auftragen. Ich habe keine Metallzwinge, ich habe keine Gerbstoffe, ich habe keine Harze drin. Das reicht für euer ganzes Berufsleben, mehr braucht ihr nicht. Wie verarbeite ich nun den Warmleim ganz konkret? Ich sage jetzt Warmleim, weil die Glutinleime die Funktion haben, warm verarbeitet werden zu müssen. Und deshalb habe ich mir hier so eine Warmhalteplatte für Speisen ausgeborgt. Nein, die ist natürlich immer hier. 40, 50 Grad hat die schon. Der steht jetzt schon eine Weile. Ich bin zufrieden. Ich kann ihn verarbeiten. Jetzt kommt es. Feierabend. Also, ich mache mir wieder die Leimprobe, die Tropfprobe. Der Leim ist nicht zu dick, damit kann ich ihn gut verarbeiten. Mein zu verleimendes Teil ist hier vorgewärmt. Wichtig ist, diese Leimprobe zu machen. Warum? Weil dadurch, dass der Leimtopf immer auf dem Herd steht, verdunstet das Wasser natürlich wieder und über den Tag hinweg, wenn ihr morgens den anmacht, der Leim passt, spätestens ab 10, 11, ab Mittag müsst ihr wieder ein bisschen Wasser zugeben. Ich nehme mir den Topf zu meiner zu verleimenden Fläche, wärme diese ein wenig auf vor mit einem Föhn. Im Moment ist es halt kalt in der Werkstatt oder nicht mehr Sommer, und wenn ich eine zu kalte Fläche habe, dann geliert der Leim sofort und kann gar keine Bindung mehr eingehen. Ein schöner Lindenbastpinsel, trage ich jetzt hier Leim auf. So, der kann jetzt einen kleinen Moment noch gelieren. Wenn ich aber mit meiner vorgewärmten Fläche ihn wieder hier ansetze, dann erwärmt er sich wieder und geht eine wunderbare Verbindung ein. So, und jetzt heißt es etwas schnell sein. Ich habe jetzt Zwingen unten, damit ich keine Abdrücke mache, habe ich mir Filz draufgeklebt. Oben kommt eine kleine Druckzulage rauf. So. Die Tür habe ich mir als Abstandhalter schon mal mit reingestellt. Die steht da jetzt nur drin. Das ist ein Schreibtischaufsatz, der auseinandergegangen ist. Das passiert immer wieder, wenn die Möbel zu trocken stehen. Der muss einfach nur neu verleimt werden, dann hält er wieder 100 Jahre. So, das zum Arbeiten mit Glutinleim.